love casts out all fear. Interessanterweise sagt die Schrift, vollkommene Liebe treibt alle Furcht aus. I want to give you an example and then show you some brain science on this. Ich will ein Beispiel darstellen und Gehirnwissenschaft hierzu präsentieren. I want you to imagine that you're walking along the streets of Aachen. Stellen Sie sich vor, Sie laufen in Aachen auf den Straßen entlang And as you cross the street, a truck is bearing down on you and about to hit you. und während Sie eine Straße überqueren, kommt ein Lastwagen, der davor ist, Sie zu überfahren. What emotion do you experience? Was für ein Gefühl haben Sie da? Fear. Angst. Yeah. All right, now imagine you're walking down the street with your firstborn son who's 3 years of age. Stellen Sie sich jetzt vor, Sie gehen mit Ihrem erstgeborenen Sohn, der 3 Jahre alt ist, über die Straße. Somebody stops to talk with you. Jemand hält Sie an, um sich mit Ihnen zu unterhalten. And before you know it, your 3-year-old is toddled out into the street. Und bevor Sie es wahrnehmen, ist Ihr 3-Jähriger schon auf der Straße unterwegs. You look and a truck is coming and about to hit your 3-year-old. Und Sie sehen einen Lastwagen, der kurz davor ist, Ihren Sohn zu überfahren. There's just enough time if you act now to run and push him out of the way, but if you do, you're going to get hit. Und es ist nur genügend Zeit, um Ihren Sohn davon zu schubsen, aber Sie wissen, dass Sie dann überfahren werden. What do? Was machen Sie? Push him? Do you go? Gehen Sie und schubsen Ihr Kind weg. And now as you see your 3-year-old roll to safety on the other side, Und während Sie Ihren 3-Jährigen sehen, wie er in Sicherheit gerollt wird, don't you experience joy? empfindet man dann nicht Freude. In both situations, you're getting hit by a truck. In beiden Situationen werden Sie von einem Lastwagen überfahren. In one, there's only fear, In einer Situation besteht nur Angst, but in the other, there's joy. aber in der anderen Situation ist Freude. What made the difference? Was war der Unterschied? Love for that child cast out your fear. Die Liebe diesem Kind gegenüber hat die Furcht ausgetrieben. Now, what would brain science tell us? Was würde uns die Neurowissenschaft sagen? There's actually a part of our brain called the anterior cingulate cortex. Es gibt einen Teil unseres Gehirns, der nennt sich anteriorer Singular Cortex. This is the part of the brain where we experience compassion, empathy, sympathy, altruistic, other-centered love. Das ist der Teil des Gehirns, wo wir Zuneigung, altruistische Gefühle empfinden, Sympathien. And this part of the brain is wired into the fear circuit, the amygdala. Und dieser Teil des Gehirns ist verbunden mit dem Angstzentrum, dem Amygdala. And when the anterior cingulate cortex is active, it calms or turns off the amygdala. Wenn der ACC-Teil aktiv ist, beruhigt er das Amygdala. There was a study done by Dr. Newberg and his associates at the University of Pennsylvania. An der Hochschule von Pennsylvania wurde von Dr. Newberg eine Studie They were durchgeführt. evaluating the impact meditation has on brain structure. Man hat den Einfluss von Meditation auf das Gehirn untersucht And function. und auf die Gehirnfunktion. They took individuals 60 to 65 years of age. Man hat Probanden genommen, die 60 bis 65 Jahre alt sind. They had them meditate 12 minutes a day for 30 days Man hat sie dazu veranlasst, 12 Minuten jeden Tag zu meditieren. on some God construct of love, compassion, empathy. Und die Probanden sollten sich Gedanken machen über ein Gottesbild, was Liebe und Zuneigung repräsentiert. They did MRI scans at the beginning of the study and 30 days later. Man hat von diesen Probanden Magnetresonanzbilder machen lassen vor der Studie und 30 Tage später. Looking particularly at the anterior cingulate cortex. Und hat sich in diesen Bildern besonders den anterioren Singularteil angeguckt. They also measured heart rate and blood pressure before and after the study. Man hat sich vor und nach der Studie auch ein Bild gemacht von der Herzfrequenz und dem Blutdruck. And did standardized memory testing. Und man hat standardisierte Gedächtnistests And this is what they durchgeführt. found. Folgende Resultate haben sich ergeben. After 30 days of 12 minutes a day meditation, Nach 30 Tagen von einer Meditation 12 Minuten lang they could measure growth in the anterior cingulate cortex of the brain on MRI scans. konnten sie in den Magnetresonanzbildern ein Wachstum dieser anterioren Singularregion feststellen. But not only was the anterior cingulate cortex larger, Aber diese Region war nicht nur größer, heart rate was lower and blood pressure was lower, and there was a 30% improvement in memory testing. die Herzfrequenz ist gesunken, der Blutdruck ist gesunken und man hat eine 30-prozentige Verbesserung in den Gedächtnistests festgestellt. Which indicate calming of the amygdala, which causes our heart rate and blood pressure to go up.
was anzeigt, dass das Amygdala beruhigt wurde, was dazu führt, dass die Amygdala führt ja dazu, dass der Blutdruck steigt. So love was casting out fear. Das heißt, die Liebe hat die Furcht ausgetrieben. So what can we do to form healthy beliefs? Was können wir tun, um gesunden Glauben zu entwickeln? Number one, think for yourself, don't follow the crowd. Als erstes, denke selbst, folge nicht der Masse. Look at the history of the human race and how much trouble people get into when they follow the crowd. Schauen Sie sich die Geschichte der Menschheit an und wie viele Probleme entstehen, wenn man der Masse folgt. So become a thinker. Werden Sie also ein Denker. Engage your prefrontal cortex Benutzen Sie Ihr Vorderhirn, to examine the evidence. um die Beweise zu prüfen. Be reasonable. Sei vernünftig oder plausibel. Don't believe nonsense. Glaube nicht an Unfug. Identify testable laws Identifiziere nachprüfbare Gesetze and form your beliefs with a foundation on testable laws. und lege deinem Glauben Beweise zugrunde. Believe or trust or have faith when the evidence supports it is reasonable. Glaube und vertraue, wenn die Beweise die Angemessenheit unterstützen. And I want to just take a little aside and mention a little bit about this faith thing. Und ich möchte noch etwas über diesen Glauben sagen. There's this thing sometimes taught in religious circles In religiösen Kreisen wird etwas propagiert, that when you have faith, you don't need evidence. dass, wenn man Glauben hat, braucht man keine Beweise. And it's false. Und das ist falsch. It's a distortion. Das ist eine Verzerrung And it serves to help people turn off their brains. und führt dazu, dass Menschen ihr Gehirn abschalten. Just think about the people in your life that you trust. Denken Sie mal über die Menschen in Ihrem Leben nach, denen Sie vertrauen. How was it that you came to trust them? Wie kam es dazu, dass Sie zu diesen Menschen Vertrauen haben? Was it not based on your experience and the evidence they have given you of their trustworthiness over time? Ist das nicht aufgrund dessen, dass Sie Beweise hatten und nachvollziehen konnten, warum Sie an diesen Menschen Vertrauen haben? When Bill Clinton stood up before my nation and said, I did not have relations with that woman, Als Bill Clinton vor meiner Nation aufstand und sagte, ich hatte keine Beziehung mit dieser Frau, he wanted us to have faith wollte er, dass wir ihm Glauben schenken, that he was telling the truth. dass er die Wahrheit sagt. But Monica Lewinsky just asked us to look at the evidence when she brought forth her dress. Aber Monika Lewinsky hat uns nur gebeten, die Beweise anzuschauen, als sie ihr Kleid zum Anschauen brachte. So my suggestion is that our faith should be based on evidence. Deswegen schlage ich vor, dass wir unseren Glauben auf Beweise gründen. And finally, don't allow your emotions or your feelings to form your beliefs. Und schlussendlich erlaube nicht, dass deine Gefühle deinen Glauben gestalten. We have power over what we believe, but what we believe has power over us. Wir haben Macht über das, was wir glauben,